Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute in Lissabon, in Cascais. Hinter mir ist der Atlantik, ihr seht die Wellen. Ich würde liebend gern surfen, aber naja, der frisch faceliftete Toyota CHR im Modelljahr 2020 ist, glaube ich, auch nicht von schlechten Eltern. Damit können wir auf der Straße ein bisschen surfen. Markus Lanz Überleitung. Ja, was ist neu an diesem Auto? Neben dem Benziner und neben dem 1,8 Liter Hybriden mit 122 PS steht er hier jetzt mit dem zweiten Hybridantrieb, den ihr wahlweise bekommen könnt, nämlich mit dem 2 Liter Hybriden mit 184 PS Systemleistung. Ja, was ist noch neu am Auto? Das sieht außen ein bisschen anders aus um die neuen LED-Scheinwerfer. Das hat innen ein bisschen veränderten Innenraum, mehr Technik, andere bzw. verbesserte Assistenten, ein Facelift eben. Was werden wir also machen? Wir schauen ihn uns außen an, wir werden reinsetzen, wir werden fahren, wir werden probieren, das Auto in seinem Wettbewerbsumfeld der Kleinwagen, SUV, Coupés einordnen, vom Marktstart, vom Preis her, eben alles machen, was aus meiner Sicht und hoffentlich auch aus eurer zu so einem Review dazugehört. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, auf www.derautotester.de. Abonniert am besten alles, würde mich tierisch freuen. Dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan, Hallöchen, und dem niegelnagelneuen Toyota CHR im Modelljahr 2020. Facelift, viel Spaß beim Review. Ich stehe im Profil von unserem Toyota CHR Modelljahr 2020, dem Facelift. Und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt der Japaner her, wo will das Kleinwagen-SUV hin und wie kann man den hybriden SUV in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Anhand von den ganzen Begriffen für dieses Auto seht ihr schon, es ist kompliziert. Gar nicht kompliziert war, als dieses Auto irgendwann mal auf dem Pariser Automobilsalon stand als Konzept. Es stand in Frankfurt, es stand dann als seriennahes Konzept in Genf. Und ich habe es gesehen und habe gedacht, Mensch, toll, Toyota, endlich mal was anderes, ihr habt euch was getraut optisch. Ob ich dieses Auto da schön fand oder nicht, stand auf dem anderen Blatt. Inzwischen finde ich es ausgesprochen schön. Ja, und dann war ich tierisch gespannt, wie wird es denn angenommen? Vor allem in Europa. Ja, und im ersten Jahr 2017 auf dem Markt ist dieses Modell eingeschlagen wie eine Bombe. 120.000 Stück haben die Japaner davon verkauft und damit einen Marktanteil von 10% generiert in dem C-SUV-Segment, was grandios ist. Ja, inzwischen fahren 400.000 Toyota CHRs auf den Straßen rum in Europa. Noch überraschender daran ist allerdings die Tatsache, nicht nur, dass man immer noch über 8% Marktanteil hat, sondern dass 8 von 10 von diesen Autos hier Hybride sind. Das liegt daran, dass wir nur einen kleinen Benziner haben und eben den Hybridantrieb da drin. Jetzt neu im Facelift kommt noch ein 2 Liter Hybrid zu dem 1,8 Liter Motor dazu, hier mit 184 PS, wie er da steht. Aber der Marktanteil ist doch überraschend, denn inzwischen ist es das Boomer-Segment. Jeder Hersteller hat was da drin. VW T-Cross zum Beispiel, Skoda Kamiq haben wir da drin, Seat Arona, Mazda CX-30, Ford EcoSport, Peugeot 2008, um da nur einige zu nennen. CHR übrigens, der Name heißt Coupé High Rider, also genau das, was es ist. Abfallende Dachlinie, ein SUV, der steht auf der TNGA-Plattform. Was ganz spannend ist, was wir aber jetzt mal machen wollen, ist uns hier mit dem Modelljahr 2020, mit dem Facelift beschäftigen, was optisch hier außen auch ein bisschen anders ist. Also schauen wir uns mal an. Sprechen wir über die Optik des frisch facelifteten Toyota CHR. Hier steht er in Orange, das ist eine von 3 neuen Farben. Es gibt noch ein Rot und ein Blau. Ich finde, ja, so knallige Farben passen sehr gut zu diesem ja polarisierenden Modell. Und die Japaner haben sich gedacht, was ändern wir beim Facelift? Genau gar nicht so viel, weil es eben ein Erfolgsmodell ist und die Kunden sehr zufrieden mit dem Design von diesem Auto sind. Was ist neu? Woran erkennt man das Facelift? Auffälligste Änderung ist bestimmt hier die Leuchte, die LED-Leuchte. Wir haben jetzt vorne und hinten immer LED-Leuchten. Und das Tagfahrlicht hier, die Signatur, die ist jetzt nach oben gewandert, hier integriert in den Scheinwerfer und da ist auch der Blinker drin. Die Nebelleuchte ist nach oben gewandert, das ist ganz schön. Was macht man noch bei einem Facelift immer? Genau, den Stoßfängerbereich hier unten anfassen. Wir haben jetzt hier so eine schwarze Lippe unten. Die macht dieses Auto in Verbindung mit diesem geänderten Stoßfänger ein bisschen breiter, flacher, sportlicher eben, was sehr schön ist. Und generell ist diese Optik hier
schon sehr einzigartig, sehr unique. Läuft alles hier auf das Toyota-Zeichen da vorne in Blau rauf. Da sieht man halt, ja, das ist halt ein hybrides, schwarzes Element. Relativ unförmig auf den ersten Blick, aber halt auffällig und mir gefällt es inzwischen sehr, sehr gut, wollte ich eigentlich sagen. So, und jetzt laufen wir hier einmal drum rum und dann beschäftigen wir uns mit den Felgen. Gehört ja bei so einem SUV immer dazu. Wir haben hier eben 18 Zöller drauf, 17 bis 18 Zöller bekommen wir drauf. Je nach Ausstattungslinie ist es dann da drin. Hier haben wir dann den Hybrid, da steht es drauf. Schwarze Spiegel und dann kommen wir schon zum Dach hier oben. Ist eine abfallende Dachform hier mit riesigen Dachkantenspoiler hier hinten drauf. Also ein Coupé und nicht nur ein Coupé, sondern wir haben auch noch eine Kontrastlackierung. Ist jetzt schwarz, bekommt man neuerdings allerdings auch in so einem Grauton, was einem optisch einfach mehr Möglichkeiten gibt. Ganz charakteristisch ist dieser Öffner hier. Hinten oben was Schönes. Ja, und dann haben wir hier Plastikbeblankung an der Seite über die Rathäuser, was sehr üblich ist für ein SUV. Und im Profil ist das Auto halt sehr einzigartig, hat einen riesen Wiedererkennungswert. Ja, und wenn wir jetzt mal weiter drumherum gehen, dann kommt natürlich das Heck. Und das Heck ist beeindruckend. Nicht nur wegen der Dachform hier oben, wir haben auch eine schöne Einstanzung im Dach oder wegen den abgedunkelten Scheiben hinten oder wegen den schmal zusammenlaufenden Fenstern, wie sie hier mit so einer Chromlinie zusammenlaufen, sondern wegen den LED-Rückleuchten hier hinten. Und vor allem Neues dann, dass wir hier so ein schwarzes Element haben, was so ein bisschen wie ein kleiner Spoiler fungiert, der dann diese LED-Rückleuchten in dieser C-Förmigkeit verbindet. Das ist schon ganz schön, ich finde. Hier steht es drauf, Hybrid, wieder das blaue Zeichen, Toyota CHR. Und hier unten haben wir was bei Hybriden auch sehr üblich ist, nämlich hier eben so ein Unterfahrschutz. Und hier haben wir so angedeutete Auspuff-Endrohre, sind keine. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen mit dem Kofferraum beschäftigen. Und da ist es spannend, denn auf der Rückbank da hinten drauf, also unter der Rückbank, da sitzt der Akku für diesen Hybriden. Und wir haben hier jetzt 358 Liter bei dem Auto, was 4,39 Meter lang ist. Und das ist ein bisschen weniger als beim kleinen Benziner und beim kleinen Hybriden, da sind es 377 Liter, ist aber sehr verschmerzlich. Ich finde, das hat man gut gemacht, gut gelöst, da den Akku hinten unterzubringen. Lasst mir gern übrigens eure Meinung zum Design von diesem Auto da. Ich weiß, es polarisiert, mir gefällt's. Wie gefällt es euch? Mit was wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist tatsächlich mal mit dem Akku. Kommen wir zum Akku bzw. der Batterie, die da hinten unter der Rückbank verbaut ist. Und das ist ganz interessant, denn hier steht ja der 2 Liter Hybride und der hat eine andere Batterie drin als der 1,8 Liter Hybride. Hier drin ist eine Nickel-Metallhydrid-Batterie mit 180 Zellen und einer nominellen Spannung von 216 Volt, während im 1,8 Liter Hybriden eine Lithium-Ionen-Batterie drin ist. Die hat nur 56 Zellen, aber trotzdem eine Spannung von 207,2 Volt. Das ist ganz interessant, wollte ich euch nur sagen. Und jetzt schauen wir mal ins Auto rein. Ja, kommen wir zum Rückraum und der Frage danach, wie viel Platz ist denn hier? Erstmal, der geht witzig auf hier oben, muss man wollen, aber es ist halt eben der Coupé-Linie geschuldet. Funktionalität, Optik, ach mein Gott, ist immer ein Spagat, ist ein Zwiespalt. Ich setze mich jetzt mal rein. Kommen wir zum Innenraum und das ist schon interessant, denn die Japaner sind richtig stolz hierauf. Und die japanische Kultur, die ist auch interessant, denn ja, als Unternehmen hört man da auf die Kunden. In Deutschland passiert es nicht so oft und deshalb wurde hier einiges verändert. Aber erstmal jetzt vielleicht so viel zur Architektur hier drin. Sehr horizontale, vertikale Anordnung hier und wertige Materialien. Im Vergleich zum Vorgänger wollen die Japaner mehr
weiches Plastik bzw. so nachgiebiges, wertiges Plastik verarbeitet haben. Klar haben wir immer noch ein bisschen Hartplastik hier in der Mittelkonsole zum Beispiel, aber es ist schon sehr wertiger Innenraum hier drin, muss man ehrlich sagen. Ich mache mal die Scheibenwischer an, weil von dem ganzen Salzwasser ist das alles ein bisschen beschlagen hier drin. Und wenn man sich dann die Materialqualität hier mit dem Leder anschaut, mit diesem hier rausstehenden Display vom Infotainment, ist es schon groß. Übrigens neu, die Konnektivität von diesem System hier. Ja, und zum Beispiel ein Parkpiepser hinten, der auch automatisch bremst. Aber so richtig viel Neues hier drin nicht. Ändert nichts dran, dass es ein toller Innenraum ist. Das Gestühl hier drin gibt guten Seitenhalt, ist bequem gepolstert. Wir haben sehr viel Ablageflächen hier, zum Beispiel in der Armauflage. Wir haben Cupholder hier in den Türen Platz. Wir haben da unten ein Handschuhfach, wo man schön was reinbekommt. Und ansonsten ist es einfach wirklich sehr ergonomisch angeordnet, leicht zum Fahrer geneigt. Und wenn man darüber spricht, spricht man natürlich auf einmal über dieses Cockpit hier. Da haben wir links Charge, Eco, Power. Das ist so bei einem Hybriden, die Anzeige ist hier wichtig. Und in der Mitte haben wir dann so eine kleine digitale Einheit, wo wir uns dann alles zum Auto anzeigen lassen können, wo wir dann zum Beispiel die Musik anzeigen lassen können, die Assistenten wie den Lane Assist können wir uns da anzeigen, Meldungen, wo es wichtig wird. Wir haben hier eben den Parkpiepser beim Rückwärtsfahren, der nicht nur piepst, sondern auch bremst. Wir haben City-Notbremsassistent hier drin, Lane Assist, Abstandsregeltempomat, das kann man alles hier sehr bequem steuern. Wir haben den EV-Modus, also den rein elektrischen Modus. Wenn der Akku dann hier aufgeladen ist, kann man also rein elektrisch fahren. Ansonsten kommt der Innenraum mit sehr wenigen Knöpfen aus. Das ist spannend, denn wir haben hier alles für die Klimasteuerung, elektrischer Modus hier, ja, die Knöpfe hier für lauter, leiser und Sprachsteuerung am Lenkrad links, rechts alles hier für die Assistenten und den Bordcomputer, auf der rechten Seite normalen Tacho, und das war's dann. Das ist sehr gut. Was spannend ist, ist beim neuen Infotainment, dass Toyota wieder so kleine echte Knöpfe hat. Das kam eben von den Kunden als Feedback, das wünschen sie sich, weil es eben intuitiv ist beim Fahren. Ja, und wenn man sich das mal anschaut, dann ist dieses System hier toll. Konnektivität mit Apple CarPlay, Android Auto ist jetzt da, sehr, sehr praktisch, war auch wichtig. Und dann haben wir hier Home als Knopf, können wir belegen. Hier was Schönes, haben wir dann zum Beispiel hier das Radio, den Bordcomputer, 7,9 Liter Durchschnittsverbrauch aktuell. Die Karte, haben wir hier Menü, kommen wir hier zum Navi, schön intuitiv, schön redundant. Das kann man wirklich in kürzester Zeit bedienen. Glaubt mir, wenn ich schaffe. Wir haben Apps, die wir runterladen können. Da gibt es auch so eine App, mit der man dann auf dem Handy schauen kann, wie ist der Ladezustand vom Auto, wo steht's, pipapo, wenn man das braucht. Audio haben wir zum Beispiel hier, da kann man das Radio dann verbinden. Map haben wir hier, schön große Karte. Das Telefon eben, habe ich euch gesagt, über Apple CarPlay, Android Auto, auch toll für Musik. Hier diese GBL-Anlage hier drin. Alter, denkt darüber nach. Ich mache eigentlich keine Werbung, aber das ist schon cool. Setup haben wir hier noch und das war's. Dieses System ist bestimmt nicht kitschig oder überladen, aber es ist sehr intuitiv beim Fahren und genau das muss es aus meiner Sicht sein. Auch, dass der Bildschirm so ein bisschen raus steht, ist toll, denn das lenkt eben nicht zu sehr beim Fahren ab. Ja, und jetzt fasse ich den Innenraum einfach mal zusammen. Der ist technisch auf dem neuen Stand. Klar, digitales Cockpit könnte man haben. Der ist konnektiv, sehr konnektiv. Ja, und der ist wertig verarbeitet, der hat viele Assistenten und es fühlt sich irgendwie alles richtig am richtigen Platz an. Dieses Golfphänomen, man muss nicht lange hier drin sitzen. Man hat jetzt auch hier die Höhenverstellung drin, selbst wenn man nicht die Ledersitze hat, serienmäßig. Und wenn man die Ledersitze hat, hat man elektrische Verstellbarkeit von den Sitzen. Das war auch wichtig. Da haben die Japaner eben auch auf die Kunden gehört. Manchmal ist es ja gar nicht so schwer, ne? Ja, aber was ich jetzt machen will, ist mal rausspringen und euch den Motor bzw. die Motoren erklären. Ja, sprechen wir über den neuen Motor, nämlich den 2-Liter-Hybriden, wie er hier drin ist. Ich mache einfach mal auf jetzt für euch. Und das ist ganz interessant, denn der hat eben 2 Liter Benziner als Basis mit 152 PS. Und in Verbindung mit dem Elektromotor, der genau wie beim 1,8 Liter hier auch drin ist, kommt dieses Auto auf insgesamt 184 PS. Ja, und damit haben wir dann halt eine höhere Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.
Wir haben einen Beschleunigungswert von 8,2 Sekunden auf 100, 5,2 bis 5,3 Sekunden Durchschnittsverbrauch. Und das ist interessant, denn Toyota sagt, der Motor hier hat 50% mehr Kraft, braucht aber nur 10% mehr Sprit, was echt gut ist. Der wird rein elektrisch zwar auch nur 120 km/h schnell, aber das ist eine Ansage. Und er ist auch nicht so viel schwerer, denn er wiegt nur etwa 1,5 Tonnen, also ja, etwa 100 Kilo mehr als die anderen. Aber ich kann euch jetzt ja viel erzählen von diesem Auto hier, vom neuen Motor. Toyota sagt, der ist viel kultivierter, viel ruhiger. Mit dem CVT-Getriebe hier drin, was wir machen wollen, ist einfach reinsteigen und hier an der Küste entlang losfahren. Ich werde euch sagen, wie er sich fährt. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Hier erstmal der Schlüssel, so sieht er aus, ein Toyota CHR-Schlüssel, finde ich immer ganz interessant. Nochmal zur Einordnung, ich weiß, ich habe es euch schon gesagt, aber in aller Kürze. Frontantrieb, CVT-Getriebe, 184 PS, 2 Liter, Motor mit 154 PS und insgesamt mit dem Elektromotor kommen wir dann auf die 184 PS Leistung. Ich mache den jetzt einfach mal hier an und wie wir hören, hören wir nichts, wenn ich den jetzt hier anmache. Ja, und jetzt fahre ich los und das ist auch was Schönes, muss ich euch ehrlich sagen, denn da kann man sich richtig dran gewöhnen, an dieses lautlose Losfahren. Erstmal passiert nichts, es kommt noch kein Verbrenner, es kommt noch kein Verbrenner, es kommt noch kein Verbrenner. Erst wenn man dann ein bisschen mehr Gas gibt, so wie jetzt, dann kommt langsam der Verbrenner dazu und das ist dann richtig schön. Toyota selbst sagt, in 80% von allen Fällen, wenn wir also im Stadtverkehr unterwegs sind, da kann dieses Auto rein elektrisch fahren und das halte ich tatsächlich ja, für sehr, sehr realistisch. Und wenn ich jetzt hier fahre, dann merke ich beim Bremsen schön, ja, das Auto rekuperiert. Ein Elektromotor ist natürlich nicht nur was beim Anfahren unterstützt, wie hier und bei der Dynamik, sondern eben auch den Akku wieder laden kann hier drin. Und das ist dann halt ein Konzept, was ich richtig gut finde. Ja, und wenn man jetzt hier fährt, dann merkt man erstmal leicht erhöhte Sitzposition. Das Auto passt einfach ähnlich wie ein Golf, liegt gut in der Hand. Und das ist dann vor allem hier in Lissabon halt ein richtig schönes Gefühl. Aber wenn man jetzt dann drüber spricht, ich war damit auf der Autobahn, Toyota ist sehr stolz drauf, dass sie dieses Auto ja, besser gedämmt haben. Es ist auch sehr, sehr leise geworden. Und wenn ich dann mal hier durchdrücke, dann merkt man 8,2 Sekunden auf Tempo 100. Es wird dann auch ein bisschen lauter, ist ein CVT-Getriebe, aber ich muss euch sagen, im Vergleich zum 1,8 Liter, zum alten Motor, ist es hier ein wesentlich kultivierteres Fahrgefühl. Und was auch schön ist, wenn man dann mal so auf den Geldbeutel guckt, ich habe jetzt 6 Liter gebraucht, ich glaube nach WLTP-Norm sind es 5,2 bis 5,3. Das ist schon richtig gut und das ist vergleichbar mit einem Dieselmotor hier drin und dann denke ich, ja, der Hybrid, der ergibt wirklich Sinn. Das Auto hier wiegt 1,5 Tonnen. Der 1,8 Liter Hybridmotor, der ist ja nicht so schwer. Der wiegt, glaube ich, 1400 und der Verbrenner, der kleine Benziner, ist noch ein bisschen leichter, aber so schwer ist es nicht. Die Technik ist nicht so schwer. Schön ist hier drin, wir haben sehr viele Assistenten mit einem Abstandsregeltempomat, einer Schildererkennung, einem Spurhalterassistent haben wir hier drin. Wir haben Parkpiepser, Querverkehrwarner haben wir drin. Die Parkpiepser können sogar bremsen, der Querverkehrwarner kann bremsen und damit sind wir schon sehr, sehr gut ausgestattet. Das Infotainment schön im Sichtfeld hier drin. Auf der Autobahn werden wir 180 km/h schnell, ohne Probleme, brauchen auch nicht so wahnsinnig viel mehr Sprit. Das CVT-Getriebe hier drin nervt eigentlich kaum. Wird natürlich ein bisschen lauter, das muss man wissen und wollen. Das ist so. Und dann ist die Frage immer so ein bisschen, fehlt der Allradantrieb eigentlich hier drin, Jan? Ehrlicherweise nicht, denn das Auto hier kann, glaube ich, sowieso nur 725 Kilo ziehen, ist jetzt auch ehrlicherweise kein so richtiger Offroader. Also Frontantrieb hier drin völlig okay. Ich glaube, den Allradantrieb haben sowieso kaum Leute in diesem Auto hier geordert. Und dann ist die Frage, was ist der richtige Motor für mich? Wollte einfach nur im Einstiegspreis günstig sein, fahrt sowieso nicht viel und es ist euch auch nicht wichtig. Dann nehmt doch einfach den Benzinmotor mit den
16 PS. Wenn ihr einen Hybriden wollt, wegen Umwelt, wegen Geldbeutel, dann ist vielleicht der 1,8 Liter gut, wenn ihr den einfach wollt mit den 122 PS. Und wenn ihr viel fahrt, viel Leistung wollt in eurem Auto, ja, dann solltet ihr vielleicht hier zu dem 2 Liter Motor greifen. Der ist sehr kultiviert, sehr lineare Kraftentfaltung. Man kann Spaß haben. Auf der Autobahn ist man ein bisschen kompetitiv, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist ein toller Motor, aber das ist natürlich auch die Top-Motorisierung. So, und jetzt fasse ich dann mal hier in der Dämmerung inzwischen in Lissabon mal ein bisschen zusammen. Wir haben hier ein tolles Fahrverhalten, ein bisschen lauter werdendes CVT, das ist einfach so. Wir haben wirklich einen vernünftigen Verbrauch hier drin und wir können auch, wenn wir mal so ein bisschen dynamischer unterwegs sind, ein bisschen Spaß haben in diesem Auto. Kaum eine Wankbewegung, gute Kraftentfaltung hier drin, auch berghoch macht es richtig viel Spaß, viele Assistenten und das ist vom Fahren dann bei so einem Auto, wie ich finde, schon wirklich eine Menge. Muss es auch bieten, dieses Auto, denn das Wettbewerbsumfeld ist wirklich reichhaltig. Aber was wir jetzt machen wollen, ist zurückfahren zum Strand und ich werde euch ein Fazit zaubern. Ja, kommen wir zum Fazit von unserem Toyota CHR. Und ich muss euch sagen, ich bin optisch beeindruckt. Auch das Facelift hat optisch gewonnen. Wurde nicht viel gemacht, aber das, was gemacht wird von den Japanern, ist gut. Der Innenraum ist wertig, übersichtlich, jetzt konnektiver, deutlich mehr Premium-Qualität und der 2 Liter Hybrid da drin, der hat deutlich an Laufkultur gewonnen. Das, was man vorher vielleicht beim CVT-Getriebe kritisiert hat, ist hier wesentlich besser. Also ein gelungenes Facelift, 2020 Modelljahr, wie es hier steht. Aber ihr wollt natürlich von mir wissen, Jan, ich liebe dieses Auto in Orange, ich liebe es so sehr, ich will es. Ihr könnt es ab dem 15. November bestellen und ab dem 25. Januar steht es dann bei den Händlern. Aber ein anderer Teil der Frage ist, was kostet denn? Und weil Toyota aus mir völlig unersichtlichen Gründen immer so furchtbar unrunde Preise macht, habe ich hier mal einen kleinen Spickzettel mitgenommen. Mache ich normalerweise nicht, aber ich bin heute Morgen auch echt früh aufgestanden. Wenn ihr dieses Auto hier mit dem 1,2 Liter Verbrenner und 6-Gang Handschaltung wollt, dann geht der los bei 26.290 €. Wollt ihr den 1,8 Liter Hybriden mit dem Lithium-Ionen-Akku und 122 PS noch da drin, dann beginnt es bei 29.140 €. Das ist jeweils die Ausstattungslinie Flow, also die geringste. Danach gibt es Business Edition, Team Deutschland, Style Selection, Lounge, Orange Edition. Wollt ihr allerdings den Motor hier drin, den 2 Liter mit 184 PS Hybriden, ja, dann seid ihr bei mindestens 32.790 € in der Business Edition. Ja, und das ist dann ein Wort, aber natürlich die größeren Ausstattungslinien, die dann das drin haben, was hier drin ist, die Farbe, das Dach, die Felgen, das Ganze im Innenraum, da kann man dann schon an die 40.000 € rankommen. Sehr viel teurer wird es allerdings nicht und das finde ich eine sehr vernünftige Preisgestaltung. Ich schmeiß mal meinen Zettel weg und dann geht es natürlich darum, wie kann man dieses Auto im Wettbewerbsumfeld einordnen am Schluss, wo es ja ganz viel gibt. Ich mag das System mit den Hybriden. Klar werden die einen sagen, ich würde den gerne auch an eine Steckdose anschließen können. Aber Toyota sagt eben, dass 80% von allen städtischen Strecken mit dem reinen Elektroantrieb gefahren werden können. Ja, und dann ist dieses Auto ein Konzept, was wirklich stimmig ist von den Japanern. Und es wundert einen auch kaum, dass so viele davon rumfahren und dass Toyota mit dem CHR so einen riesen Marktanteil hat. Ja, lasst mir gern eure Meinung zu meinem Review hier da, würde mich freuen. Zum Auto, zu den Wettbewerbern, zu meiner Mütze, ist übrigens kälter, als es aussieht. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube oder auf www.derautotester.de. Schaut gern vorbei, abonniert, nutzt unseren Filter mal, zum Beispiel auf den sozialen Kanälen. Würde mich freuen, ja, und dann sehen wir uns bald, Freunde.